Bevor wir heute mit dem eigentlichen Thema loslegen, ein paar Sätze in eigener Sache. Ihr schickt uns immer so tolle viele Kommentare und so viele Fragen, dass wir schon langsam nicht mehr hinterherkommen und alle 2 Wochen mittwochs nicht mehr reicht. Insofern haben wir uns dazu entschlossen, jetzt ab sofort 3 Videos pro Woche online gehen zu lassen. Montags sind die Kooperationspartner dran. Mittwochs machen wir dann die TWS-Erklärvideos und am Freitag ist der Andreas Nachtmann dran mit seinen Themen. Vielleicht habt ihr es auch schon gemerkt, diese Woche haben wir damit gestartet. Und wir haben einige Fragen, die schon wirklich etwas älter sind. Dafür möchten wir uns entschuldigen, in diesem Fall an den Mr. Hunter. Wir werden das jetzt schnellstmöglich aufholen. Mr. Hunter hat ein bisschen Probleme mit den Spalten, wie die sich zusammensetzen, was die zeigen, mit den Farben. Und deswegen wollen wir dieses Thema einmal heute aufgreifen. Wir fangen heute an oder fangen jetzt an mit der ersten Spalte. Ich mache die mal ein Stückchen größer. Das ist die Ticker-Aktion. Wenn ihr hier auf diesen Button klickt, dann könnt ihr aktuelle Marktdaten abrufen. Das ist ganz gut, wenn jemand keine Marktdaten hat. Wenn jemand jetzt sagt, oh nee, das lohnt sich für mich nicht, ich mache das so selten, ich ja, möchte nicht jeden Monat Kosten dafür haben, dann könnt ihr auf diesen Button klicken. Und dann seht ihr, dass sich hier ein kleines Fenster öffnet und da seht ihr dann die aktuellen Marktdaten. Das könnt ihr 100 Mal im Monat frei machen und ab dem 101. Mal kostet es dann 1 Cent pro Mal, wo ihr hier dann tatsächlich raufklickt. Bei den deutschen Aktien sieht es folgendermaßen aus. Ladevorgang läuft, dann seht ihr hier den aktuellen Kurs und wann der gestellt wurde und dann seht ihr, dass sich das hier einblendet vor 5 Sekunden und dann gleich vor 10 Sekunden und so weiter. Und jedes Mal, wenn ihr dann hier auf Aktualisieren klickt, habt ihr dann wieder den aktuellen Marktwert. Und da ist es genauso mit den Kosten. Ihr habt 100 Stück im Monat frei. Und ab dem 101. Mal kostet es dann auch in dem Fall 1 Cent. Achtung, auch in der Demo-Version kostet das Geld, wenn ihr darauf klickt. Falls ihr Marktdaten abonniert habt, kostet das natürlich nicht extra. Das ist dann mit drin. Also immer abhängig davon, welches Marktdaten-Abo ihr gewählt habt. Gut, dann schließen wir das einmal und dann nehmen wir die nächste Spalte. Da haben wir dann die Spalte Position. Hier geht es um Stück oder Kontrakte. Wir haben jetzt zum Beispiel hier Gesamtaktien, da sind das dann die Stückzahlen, die ihr in diesem Fall gekauft haben, weil das jetzt Long ist. Grün, da können wir jetzt gleich die Farben mit hineinnehmen. Grün hinterlegt heißt jetzt bei mir gekaufte Aktien, also in diesem Fall 405 Siemens-Aktien, 100 Amazon und so weiter gekauft. Und bei den Short-Aktien rot hinterlegt und ein Minus dafür sind das dann in diesem Fall 5 Tesla-Aktien verkauft. Das ist jetzt hier der Unterschied. Einmal verkauft in Rot und in Grün hinterlegt gekauft. Genauso ist es bei ETFs. Die sind auch genauso wie die Aktien hinterlegt und bei den Optionen ist es so, dass es dann Kontrakte sind, wie auch bei den CFDs. Auch hier dann Short heißt ja Verkauf, dann ist es dann auch wie hier oben Short, Aktien, Optionen. Wenn ihr jetzt Optionen gekauft habt, dann ist es dann auch wieder grün hinterlegt und ohne ein Minuszeichen davor. Zeigt also tatsächlich die Menge in Stück an und hier unten in Kontrakten bei den Optionen, weil ja ein Kontrakt 100 Stück sind. Als nächstes haben wir dann die Spalte durchschnittlicher Kurs. Das erklärt sich tatsächlich, glaube ich, schon ein bisschen von alleine, dass das der durchschnittliche Kurs ist von allen
ja, Stück, die ihr tatsächlich in eurem Portfolio habt. Das heißt, wenn ihr jetzt die Siemens-Aktien, diese 405 Stück, nicht auf einmal gekauft habt, sondern in mehreren Tranchen, dann ist dieser Preis ein gemittelter Preis, ein durchschnittlicher Einstandskurs. So wisst ihr dann, was ihr ja im Durchschnitt für die Aktien bezahlt habt. Achtung, dieser Preis ist brutto, also dieser Kurs, der hier angegeben ist, ist in brutto angegeben. Das bedeutet, dass hier die Kommission bzw. die Provision, die ihr an den Broker bezahlt habt, inklusive ist. Also nicht verwirren lassen, wenn ihr da irgendwie mal einen anderen Kurs im Kopf habt. Mensch, das habe ich doch irgendwie anders gekauft. Da ist die Provision inklusive. Wenn ihr das netto sehen wollt, das seht ihr hier oben im Handelsverlauf. Da habt ihr dann wirklich zwei verschiedene Spalten. Einmal den tatsächlichen Preis, den ihr bezahlt habt, und in einer anderen Spalte dann die Provision. Hier ist es dann, wenn ihr das dann dort auch zusammenzieht, dann seht ihr das dann auch, dass das dann passt. Dann haben wir als nächstes dann die Kostenbasis. Das ist tatsächlich euer Gesamtwert im Portfolio. Das heißt 405 Aktien gekauft mal den Mittelwert. Dann kommt ihr auf diesen Betrag, der in der Spalte Kostenbasis ist. Genauso ist es auch in den anderen Spalten. Als nächstes haben wir dann oh Entschuldigung, ich habe vergessen hier zu sagen, dass das auch inklusive der Provision bzw. der Kommission ist. Denkt bitte dran, uns zu unterstützen, indem ihr die Daumen hoch anklickt, den Kanal abonniert, uns tolle Kommentare dalasst und auch eventuell sogar den Thanks-Button benutzt. Herzlichen Dank vorab. Dann haben wir als nächstes die Spalte Marktwert. Das ist der Wert, die 405 Aktien jetzt am Markt haben. Das heißt, jetzt ist es mehr, 88.108, als ich ursprünglich mal bezahlt habe. Also habe ich jetzt einen Gewinn, einen Buchgewinn von 4.313, einen Buchwert. Hab also, ja, das ist ganz gut gelaufen, zumindest jetzt in dieser Position für mich. Hier sieht es anders aus. Ich habe ursprünglich mal 22.000 bezahlt für die 100 Aktien. Ne? Durchschnittlicher Kurs 220, 22.000. Die sind am Markt, die 100 sind aber am Markt im Moment nur 21.269 wert. Also habe ich einen Verlust, einen Buchverlust von 732. Unrealisierter Gewinn und Verlust, also immer in grün ist es der Gewinn, in rot ist es der Verlust, seit ich jetzt diese Aktien im Portfolio habe. Dann habe ich hier im unrealisierten Gewinn und Verlust, das ist praktisch die Differenz aus Kostenbasis und Marktwert, das ist der unrealisierte Verlust, habe ich einmal den absoluten Wert als Zahl und einmal den relativen Wert als Prozent. Wie ihr euch das anzeigen lassen könnt, dass ihr entweder das eine oder das andere oder wieder, wie in meinem Fall beides seht. Dazu habe ich schon mal ein getrenntes Video gemacht, wie ihr das umändern könnt. Das verlinke ich euch hier gerne. Bei der Short-Position ist es natürlich andersrum. Da habe ich ja ursprünglich mal 1646 bekommen. Jetzt ist es 1546 wert, also ein Gewinn von 101 in diesem Fall und 6,1%. Dann habe ich den Tagesgewinn und Verlust, also heutiger Buchgewinn und Verlust seit Börsenschluss gestern. Also sprich, ich habe seit dem Börsenschluss gestern bei Siemens 1863 plus gemacht. Und hier dann bei Amazon 204 oder 203 minus. So seht ihr das auch. Auch wieder grün ist plus, rot ist minus in dem Fall. Dann haben wir als nächstes Geldkursspalte. Das ist der höchste gebotene Kurs vom Käufer.
Ähm, Geldkursspalte kann man sich für die Anfänger, ist das vielleicht ganz gut, das so eine kleine Eselsbrücke. Da ist es der Käufer hat das Geld in der Hand. Der meistbietende Käufer, also wer am meisten zahlt, das ist der Preis, der hier angegeben ist. Beim Briefkurs ist es der Verkäufer, der am günstigsten ist, der am wenigsten haben will. Da so seht ihr dann, könnt ihr euch das vielleicht ein bisschen besser merken. Der Letztkurs ist der letzte Preis, zu dem das Wertpapier sozusagen über den Tisch gegangen ist. Also der aktuelle letzte Preis. Wenn ihr vor einem Letztkurs ein kleines C stehen habt, das haben wir jetzt hier in diesem Fall nicht, dann heißt das Closing-Preis vom Vortag. Dann ist am aktuellen Handelstag noch nichts passiert und es gab dann heute da noch keine Umsätze. Also auch nicht wundern, wenn hier ein C ist, und ihr jetzt sagt, oh, wieso, das ist doch hier schon so weit, dann haben sich sozusagen Käufer und Verkäufer noch nicht getroffen und dann ist noch kein Handel zustande gekommen und dann ist hier ein C, deswegen ist noch nichts passiert und deswegen seid ihr ja noch nicht dran gekommen, in welcher Form auch immer. Dann haben wir als nächstes den Basiswertkurs. Ich schiebe hier noch mal so ein bisschen. Wenn ihr euch das einblendet, das ist immer ganz praktisch, wenn wir Optionen haben. Im Optionspreis wollen wir ja ganz gerne wissen, wo steht denn gerade das Underlying, was dazu passt. Und wenn wir diese Spalte nicht haben, dann müssten wir immer irgendwo anders gucken, es sei denn, wir haben die Aktien im Portfolio, aber das ist ja nicht ja, grundsätzlich gegeben. Dann ist das ganz praktisch, wenn ihr euch das zusätzlich hier anzeigen lasst, diesen Basiswert. Dann haben wir Änderungen in Prozent und die Änderungen im Wert. Hier haben wir, oder im Absolut den Wert, hier haben wir dann immer die Änderung vom letzten Schlusstag, bis dann bis aktuell ist. Also was jetzt in der Zeit passiert ist. Also zeigt an, um wie viel heute der Preis gestiegen oder gefallen ist. Als nächstes haben wir dann noch letzter Schlusskurs. Ich schiebe jetzt hier nochmal. Letzter Schlusskurs gestern. Und dann habt ihr das im Verhältnis. Also letzter Schlusskurs war 302,63 jetzt bei der Tesla. Jetzt ist es aktuell 309 und dann seht ihr hier die Differenz einmal als Prozentzahl und einmal als Wert angezeigt. Mark ist auch nochmal eine ganz interessante Spalte. Da könnt ihr so ein bisschen, auch wenn ihr keine Marktdaten abonnieren wollt, die ganze Sache ein bisschen austricksen, weil das ist tatsächlich immer ein aktueller Marktwert. Den findet ihr auch tatsächlich hier oben im Konto. Hier ist der Marktkurs angegeben. Damit wird auch euer Portfolio bewertet. Das müssen dann ja tatsächlich aktuelle Daten sein, damit eine Bewertung stattfinden kann. Also wie gesagt, wenn ihr nicht unbedingt Marktdaten abonnieren wollt, dann könnt ihr hier die Markspalte mit einfügen und dann habt ihr da aktuelle Marktdaten. Was noch ganz interessant ist, ihr könnt, wenn ihr jetzt über die Spalten hier oben rüber geht mit dem Cursor, dann kommen so kleine Fensterchen, die euch das dann nochmal erklären. Das ist auch vielleicht nochmal eine Hilfestellung, was tatsächlich die Spalte beinhaltet. Einige Beschreibungen sind recht gut, einige kann man echt vergessen. Aber das ja, ist vielleicht auch mal nochmal, wie ich gerade schon sagte, eine Hilfestellung. Ihr könnt das anzeigen lassen, indem ihr auf den Kopf zeigt, rechte Maustaste und dann seht ihr hier Tooltips mit Beschreibung zu Spalten deaktivieren, weil es bei mir jetzt aktiviert ist, oder aktivieren. So könnt ihr das ein- und ausschalten. Die einzelnen Spalten, dazu habe ich auch schon mal ein eigenes Video gemacht, wie ihr die euch hinzufügen könnt oder rauslöschen könnt, wie ihr euch die anzeigen lassen könnt, also wie ihr die verschieben könnt. Das Video werde ich euch dann auch noch mal zusätzlich hier verlinken. Ich hoffe, ich habe jetzt hier nichts vergessen. Wünsche euch einen tollen Tag
und passt auf euch und eure Trades auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao.